begrüße euch ganz herzlich zum ersten Dienstag und die meisten von euch werden das wissen, weil wir haben ja auch kein Geheimnis draus gemacht. Die Adamea, meine Liebste, ist dieses Mal nicht da, weil sie auf Pilgerreise ist. Und so habe ich die Ehre, dieses Mal mit euch gemeinsam diesen ersten Dienstag zu machen. Und es ist ein ganz spezieller erster Dienstag, finde ich, weil in der Regel oder eigentlich der erste Dienstag ja dafür da ist, dass wir gemeinsam dienen fürs größere Ganze, ja dann auch immer fürs Planetenbewusstsein, natürlich gemeinsam mit der geistigen Welt, die Energien, die sie übertragen, durch uns leiten in ein spezielles Feld rein und so weiter. Die meisten von euch kennen das ja. Und dieses Mal lautet der Titel so für dich. Und ich glaube, es ist auch mal ganz wichtig, einfach mal auch was anzunehmen und ihr tut so viel und seid im Dienst oder wir alle. Und dieses Mal soll es um euch gehen, um dich gehen. Und ähm, so haben wir das jetzt für dieses Mal ausgewählt auch. War ja schon eine ziemlich überzeugende Anzahl von euch, die uns auf irgendeine Art, irgendeinem Kanal geschrieben haben, ja, ihr wünscht euch das mal, dass Fragen beantwortet werden und waren Hunderte. Das kann man nicht vernachlässigen. Das ist schon ein eindeutiges Ja. Uns war einfach wichtig, weil es ja beim letzten Mal schon so angedacht war, natürlich der geistigen Welt den Vorrang zu lassen. Wenn Sie sagen, energetisch wäre jetzt was anderes wichtig, dann so war es letztes Mal. Jetzt haben wir es mal verschoben und ich habe das auch mit Adamea gut besprochen. Es macht auch Sinn, wenn diese Fragenbeantwortung einer von uns macht, weil sonst sitzen wir da zu zweit da, kommt eine Frage und ja, beantwortest du, beantworte ich oder wie machen wir es oder so, bin ich jetzt allein dafür verantwortlich? Ich weiß nicht, ich bin total gespannt. Ich habe ja auch geschrieben, wir filtern die Fragen nicht vor, die kommen live hier rein. Ich schaue im Chat-Modul nach und nehme sie einfach der Reihe nach und werde versuchen, die euch zu beantworten, so gut ich kann. Vielleicht werde ich auch bei manchen Dingen sagen müssen, tut mir leid, kann ich nicht beantworten. Wir werden sehen. Lassen wir es einfach auf uns zukommen. Es ist ein kleines Abenteuer, auch ganz ungefiltert, die so zu nehmen. Aber ich freue mich drauf. Es ist so, glaube ich, am besten, wenn jetzt einige Fragen, ich weiß ja nicht, wie lang oder wie umfangreich, dass ich was erklären muss, aber nicht allzu lange. Und danach kommt das Channeling mit Meister Laoze. Da freuen sich bestimmt ganz viele von euch auch sehr darauf. Und für die vielleicht, die neu heute das erste Mal dabei sind, Laoze kennt man so, ist irgendwie so wie Konfuzius oder so ein aufgestiegener Meister, aber Laoze ist viel mehr als das. Ein sehr hohes Lichtwesen, einer der 36 hohen Räte und also ich freue mich sehr, ihn zu channeln. Er war eigentlich mein Hauptlehrer neben Jesus, der mich Channeling geschult hat von den geistigen Wesen. Jetzt setze ich mich mal, sonst bleibe ich vielleicht noch die ganze Zeit stehen. Bin heute schon ein bisschen aufgeregt, wenn da keine Stütze neben mir ist. Wir stützen uns ja immer gegenseitig auch, emotional natürlich. Aber ich spüre schon und ich nehme mir natürlich ein paar intensive Minuten, bevor es hier losgeht, mich zu verbinden mit unserer großen Lichtfamilie, die ihr jetzt alle hier online seid, im selben Moment alle da seid. Und ja, da spüre ich einfach auch so viel Liebe und Wohlwollen und das lässt mich dann auch wieder ruhig werden. Gut, dann wollen wir doch einfach mal beginnen, würde ich sagen. Stürze ich mich in dieses kleine Abenteuer mal rein.
Und oh, okay, jetzt sind schon viele geworden. Und ich fange einfach und seid mir bitte nicht böse, wenn eure Frage nicht drankommt. Kommt jetzt darauf an, wie viele das reinkommen. Ich mache es einfach chronologisch der Reihe nach. Und es ist ja anonym, ich sehe hier eure Namen nicht. Und deswegen fange ich gleich mit der ersten an. Ich lese es vor, damit ihr es auch wisst. In welches Stammattribut gehört das göttliche Attribut die Gnade? Und jetzt fängt schon an, das kann ich so einfach nicht beantworten. Die Gnadenenergie ist eine sehr übergeordnete Energie im Universum. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Gnade ist, alles ist von Gnade, von göttlicher Gnade durchdrungen. Das ist ja eine sehr beschleunigende und intensivierende Energie. Diesen Teilbereich würde ich dir so beantworten. Dann geht es weiter. Muriel gehört zu den alten Göttern. Welchen Namen trägt die hohe Priesterin Muriel als alte Göttin? Ich weiß es nicht. Das sind einfach Dinge, die ich nicht einfach so weiß. Das werden wir jetzt bei den Fragen sehen. Ich habe ja das auch nicht alles im Kopf oder weiß alles. Solche Dinge können vielleicht in einem Channeling erfragt werden, wenn die geistige Welt die Auskunft gibt. Aber ich einfach so in diesem Frage-Antwort-Modus kann dir das so nicht beantworten. Laut deinem Channeling hatte sie auch viele Inkarnationen und verschiedene Namen. Natürlich, wie wir alle. Wir hatten Tausende von Inkarnationen und Tausende von Namen. Und auch die allermeisten von uns hatten viele Priesterzyklen durchlaufen. Und in jeder einzelnen Inkarnation haben wir einen eigenen Priesternamen getragen. Deswegen ist die Frage auch schon so ganz als alte Göttin. Ich glaube, dass die Frage so gar nicht wirklich selbst von der geistigen Welt beantwortbar wäre, so wie sie gestellt ist. Dann gehe ich mal zur nächsten. Wir dürfen ja heute Fragen stellen. Ja, so ist es. Und eines meiner Themen, die Verjüngung und Zellerneuerung, ist, würde ich gerne deine Meinung wissen, wie es sich mit der Ernährung, Alkohol, tierische Produkte, etc. verhält. Okay, also ich habe mir natürlich auch schon solche Fragen auch erhofft, nicht nur hochspirituelle Fragen, wo ich dann vielleicht sagen muss, kann ich gar nicht beantworten, so ad hoc aus dem Erzählmodus raus. Aber ihr dürft mich natürlich gerne auch über persönlich fragen, wie ich was sehe. Und ich beschäftige mich ja auch sehr mit Erneuerung und Verjüngung. Und ihr wisst, oder ihr könnt euch ja vorstellen, dass diese Thematik, die des Alterns, Geburt, älter werden, altern, sterben, ist ja eine sehr, also wir meinen, das ist normal, das große Kollektiv meint, das ist normal und es ist nicht so einfach, daraus auszubrechen. Und wir sind so lange auch schon darauf konditioniert, dass das einfach so ist. Punkt. Wie gesagt, ich beschäftige mich auch viel damit und ich komme immer mehr drauf, dass also es gibt ja schon Energien, die man rufen kann, die da auch sehr unterstützend sind. Natürlich zum Beispiel Limgam, das heilige Wasser, zur Zellerneuerung oder viele von euch, die 36 Schritte des Erwachens gegangen sind, erstmal die Zellen umprogrammieren und mit 88% Licht auffüllen, so als Grundvoraussetzung. Aber diese Dinge meines Erachtens mehr an der Peripherie, Ernährung, Alkohol, mal tierische Produkte, Leichtigkeit und Lebensfreude. Es gibt kaum etwas, was verjüngender wirkt. Und selbst in Atlantis, in den Hallen von Amenti,
haben die Tempeltänzerinnen die Aufgabe gehabt, eine Energie der Leichtigkeit zu erzeugen. Das ist die Energie, die für die Verjüngung ganz, ganz wichtig ist. Und das geht weit über das raus, was wir uns oder was oft so gesagt wird. Lebensfreude, ja, fühl dich einfach jung, dann bleibst du jung. Das alleine reicht natürlich nicht aus, aber Lebensfreude und Leichtigkeit zu empfinden und sich nicht zu begrenzen oder vielleicht sogar zu kasteien und in irgendwelche bestimmte engen Vorstellungen von Ernährung und was man tun darf, so wie viel Sport muss man machen, wie viel. Fühlt euch einfach gut, fühl dich einfach gut, lebt dein Leben mit Leichtigkeit und in tiefem Vertrauen. Das ist eine sehr, sehr beschleunigende Energie für tatsächliche Verjüngung. Aber natürlich vorausgesetzt, die energetischen Grundlagen sind geschaffen, also in der DNA und in den Zellen. Also deswegen habe ich habe null Bewertung auf irgendwelche Ernährungsgewohnheiten, auf Alkohol, auf Zigaretten, auf tierische Produkte und so weiter. Ähm, das glaube ich, das hängt auch nicht unmittelbar mit dem Altern oder Nicht-Altern zusammen. Das ist auch eine Meinung, eine kollektive Meinung. Gut, nächste Frage. Hallo ihr Lichter, meine Frage, was ist mit Yoato, nachdem Magina entzündet ist? Liebe Selina, was ist mit Yoato? Also dazu muss ich natürlich ganz kurz sagen, Yoato war der höchste Liebesengel, der diesen Fall vollzogen hat. Und daraus ist die Dualität entstanden, weil es sind halt hier auch bestimmt und jedes Mal auch wieder neue dabei, die vielleicht diese ganze Thematik so noch nicht kennen. Die Frage ist, hast du ein bisschen lustig gestellt, was ist mit Yoato? Ja, nachdem Marginal entzündet ist, das ist so weitläufig gestellt, die Frage. Marginal ist ja die Energie der Vergebung und der Neutralisierung. Ich kann nur so viel sagen, wenn diese Energie wirklich ausgeschüttet wird über den Planeten, dann wird diese Dualitätsenergie tatsächlich sich auflösen. Und bis dahin ist natürlich diese Energie, bringt diese Anteile, die ja Menschen auch in sich tragen, immer mehr in die Vergebung und in die Neutralisierung. Es ist, man kann nicht sagen, was ist jetzt, nachdem das passiert ist. Alles ist natürlich eine energetische Entwicklung, ein energetischer Prozess, der immer intensiver wird. Lieber Namahem, es wäre toll, wenn du berichten würdest, wo wir energetisch in Bezug auf die Jesus-Inkarnation stehen. Für mich fühlt es sich so an, als ob die Kreuzigung energetisch in der Jetztzeit schon vorbei ist. Ui, das ist ja eine Frage. Als ob die Kreuzigung. Also, muss ich mich erstmal so ein bisschen reinfühlen in die Frage. Es ist schon, natürlich hat diese jetzige Inkarnation sehr viel zu tun mit dieser Zeit, als wir auch inkarniert waren, als auch Jesus da war. Und auch viele Verläufe, vor allem auch, was man persönlich in seinem Leben erlebt, aber auch in seiner spirituellen Entwicklung, mit welchen Menschen man zusammentrifft, welche Aufgaben das man trägt, hat sehr viel zu tun mit dieser Inkarnation, als Jesus mit uns war. Und du spielst jetzt einfach auf diese Geschichte an mit der Kreuzigung und danach gab es ja die Auferstehung und das weiß ich nicht so wirklich, wie ich das beantworten soll, ganz ehrlich.
Ähm, da, da fällt mir auch nicht mal ein schlauer Spruch dazu ein. Und das ist was sehr Diffiziles. Ich würde sagen, wenn du es so fühlst, was es bedeutet, dass wir über das Schlimmste schon hinweg sind, ähm, dann, wenn du es so meinst, dann würde ich sagen, noch nicht ganz. Meine persönliche Meinung. Dann, also solche Fragen kann ich nicht beantworten. Meine derzeitige Beziehung hat sich gelöst und ein Wohnungswechsel steht an. Ein völliger Neubeginn. Was entwickelt sich für mich? Tut mir leid, der oder die du die Frage gestellt hast. Das ist was Persönliches. Es kann jetzt in dem Moment wieder in deine Seelenenergie reinschauen. Das wäre eine Frage beim persönlichen Channeling. Aber nicht hier jetzt. Tut mir leid. Was mache ich, wenn ich meine Seele nicht wahrnehme oder verstehe? Zum Beispiel beim dritten Schritt. Also sie meint, sie oder er, ziemlich sicher den dritten Schritt der 36 Schritte des Erwachens. Wie gelingt es mir besser, wenn ich meine Seele nicht wahrnehme oder verstehe? Beim dritten Schritt, ich würde mal sagen, gelassen bleiben. Wenn du, diese Metapher verwende ich sehr gern, wenn du Klavier spielen möchtest und du lernst jetzt erstmal die ersten Tasten anzuschlagen und die erste kleine Melodie und du würdest sagen dann, ähm, was soll ich tun? Ich verstehe Beethoven noch nicht wirklich. Ähm, Dann würde ich sagen, bleib mal dabei. Irgendwann wirst du es verstehen. Bei Schritt 3 muss man nicht alles verstehen. Und auch nach Schritt 36 versteht man nicht alles. Und ich weiß, du meinst deine Seele damit. Du meinst jetzt nicht den Kopf, sondern deine Seele. Du sagst, du nimmst sie nicht wahr. Ähm, Genau dafür sind ja die 36 Schritte da, dass du da reingeführt wirst und immer mehr sich das öffnet, der Seelenaspekt sich verbindet auch und die Seelenschichten sich öffnen und da du darauf Zugriff kriegst. Also einfach weitergehen. Kommt schon. Wird es ein drittes Elise-Buch geben und wann ja? Die Frage ist, also ja, die stelle ich mir auch. Ich stelle sie mir auch. Es wird ein drittes geben. Es gibt ja das rote Elise, das grüne Elises-Büchlein. Die meisten von euch haben es, glaube ich, gelesen. Und es wird ein drittes geben. Das wird dann blau sein, goldenblau. Und ich weiß auch den Titel schon. Aber ich muss einfach, ich schreibe so ein Buch nicht einfach drauf los, sondern da muss ein Impuls kommen. Weil ich das ja nicht einfach so aus meinem Kopf rausschreibe oder aus der Fantasie, sondern weil es natürlich, da müssen sich bestimmte Felder dafür öffnen und die Zeit muss passen. Und es kommt ganz sicher zum richtigen Zeitpunkt. Oh, da steht aber viel. Da stehen so zweiteilig. Okay, was bedeutet, das Liebesband wurde übergeben an Joato? Das ist wieder der gefallene Liebesengel, gell? Damit alle das verstehen. Heißt das, Joato könnte die Angebundenheit Liebe zur göttlichen Quelle bereits wieder spüren, wenn er es wollte? Wie kann man diesen Prozess unterstützen, beziehungsweise ist es hilfreich, liebevolle Gedanken, Kristalle an Joato zu senden? Also ich glaube, dass das keine Frage des Wollens ist, sondern vielmehr, also
Also ihr stellt Fragen. Da muss ich mich richtig tiefer, wirklich tief reinfühlen. Also Yoato kann natürlich diese Energieströmungen wahrnehmen. Und er weiß natürlich auch, dass sie aus dem Licht kommen. Aber wenn er sie fühlen könnte, dann würde es, und es beginnt schon dorthin zu gehen, da öffnen sich die Felder langsam. Aber wenn er es könnte, dann würde er es ja auch fühlen. Und dieser Zeitpunkt wird kommen. Und was kann man da tun? Das ist liebevolle Gedanken hinzusenden auf alle Fälle und Kristalle senden. Das könnt ihr immer machen. Das ist super gut. Was genau ist die Aufgabe der weißen Hohepriester oder der weißen Priesterschaft in der neuen Zeit? Also das ist schon ein ganz wichtiges Thema, die weiße Priesterschaft. Wir haben ja da auch schon hier erste Dienstage gehabt über die weiße Priesterschaft, war ziemlich am Anfang. Diese Aufzeichnungen gibt es übrigens auch, sind alle auf unserem YouTube-Kanal drauf. Die weiße Priesterschaft ist ja letztendlich die Menschheit, die in Frieden sich zusammenfindet und vereint ist auch. Das bedeutet die Vereinigung, also die weiße Priesterschaft hat die Aufgabe, die Priesterschaften aller Zeitepochen zu vereinen und auch die Elemente zu vereinen zum 5. Element und dann diese universelle Liebe zu leben. Und es ist ein anderer Begriff für die Menschen eigentlich. Wir werden, wenn sich der Wandel vollzogen hat, die weiße Priesterschaft sein. Alle Menschen. Es sind Worte, es sind Begriffe. Und Priesterschaft ist Priester und so, das ist halt natürlich ein bisschen behaftet auch in mancherlei Hinsicht. Aber was dahinter steht, ist die Vereinigung und der Frieden. Kannst du etwas zum Thema Ernährung sagen? Mich würde interessieren, ob du dich vegan ernährst. Sollte man sich vegan ernähren, um höher schwingen zu können? Oder ist das ein spirituelles Dogma, das man getrost weglassen kann? Geht die Entwicklung in 5D hin zur rein pflanzlichen Ernährung? Den letzten Satz würde ich mal als erstes beantworten. Ja, die Entwicklung geht hin zu pflanzlicher Ernährung erstmal. Letztendlich nochmal bis ein Stückchen weiter gedacht, werden wir gar keine Nahrung in dem Sinne in physischer Form mehr brauchen, sondern Lichtnahrung aufnehmen. Aber das wird nicht von heute auf morgen gehen. Und es wäre ja auch heute schon, also es wäre ja von heute schon möglich, aber fürs ganze Kollektiv, halt für die Menschheit gedacht, ist Essen natürlich schon auch eine Sinneserfahrung. Es gehört irgendwie zum Genuss, sich als Mensch was Gutes oder auch gesellschaftlich zusammenzusitzen. Das wird sich, das wird sich entwickeln in der neuen Welt. Aber du darfst mir natürlich die Frage stellen, ob ich mich vegan ernähre. Nee, mache ich nicht. Ich ernähre mich auch nicht streng vegetarisch. Es gibt immer wieder mal Gelegenheiten, wo ich mir eine Currywurst oder so gönne, aber im Großen und Ganzen schon nicht vegan, vegetarisch, weil es mir einfach auch besser tut. Aber ich merke, dass mir auch eine Currywurst mal ab und zu einfach gut tut, wenn ich Bock drauf habe. Und das ist schon auch ein Stück weit ein spirituelles Dogma, wenn behauptet wird, nur so könne man sich weiterentwickeln spirituell. Ich habe es vorher ja schon mal gesagt, Leichtigkeit und Freude ist ein Kennzeichen der neuen Energien. Und wir wollen unseren Körper ja nicht so an der Stelle, wo wir jetzt sind, so, wir wollen ihn ja nicht loshaben, sondern
wir wollen ihn gut erden. Das ist das Allerwichtigste, gut geerdet zu sein. Und da muss jeder für sich reinfühlen. Also ich habe da keine Empfehlung, was Ernährung betrifft. Ich finde, das ist eine ganz persönliche Entscheidung von jedem und es gibt keine Vorschriften, wie ein erwachter Mensch oder sich zu ernähren hat oder zu sein hat. Er ist frei. Das ist ja die große Erkenntnis des Erwachens, die andere vielleicht, die auf dem Weg dorthin sind, noch nicht ganz nachvollziehen können. Es ist die große Freiheit und auch eigene Entscheidungen zu treffen, so wie man es für richtig hält. Das würde ich dir auch empfehlen. Lieber Namahim, kannst du erklären, wie ein Heilungsfeld für eine Gruppe erstellt wird? Das kann ich dir leider nicht erklären. Es kann, also wie wir es hier manchmal auch machen, es ist sehr aufwendig und da brauche ich auch immer Alamea sehr dazu. Da arbeiten wir wirklich zusammen, aber grundsätzlich, also so wie wir es halt machen. So, aber ansonsten kannst du ein Heilungsfeld immer erzeugen, wenn du jetzt zum Beispiel, muss ich nochmal lesen, für eine Gruppe, ja, eine Gruppe hast, dann entsteht ja schon mal eine Gruppenenergie, ein Gruppenlichtkörper, eine Gruppenmerkaba, was ja schon mal ein energetisches Feld bildet. Und wenn du dieses Feld auswählst als Empfänger von bestimmten Heilenergien, die du entweder durch dich hindurch sendest oder vielleicht die geistige Welt bittest, dort reinzuleiten, dann ist es schon ein Heilungsfeld. Das ist aber, wie wir es machen mit magnetischen, das wäre viel zu, also das kann man auch ganz schwer erklären. Würde ja auch absolut den Rahmen sprengen. Danke für deine Frage. Führen wir mehrere Leben gleichzeitig, auch auf verschiedenen Planeten? Ja und nein. Also Zeit gibt es ja im Universum nicht. Und dennoch, also wir haben ganz viele Seelenanteile und nicht alle Seelenanteile sind auf diesem Planeten inkarniert. Manche sind im Universum zurückgeblieben, es sind über 380 Seelenanteile oder auf anderen Planeten. Und man kann aber nicht, also das bist schon auch du, das ist ein Teil deiner Überseele, aber man kann jetzt nicht sagen, dass du, wie du, die oder der du die Frage hier stellst, hier in dieser Inkarnation gleichzeitig ein Leben auf einem anderen Planeten lebst, wo du also das gleichzeitig du bist, also praktisch es wäre dann multidimensional, kann man schon wirken, aber das ist wieder was anderes. Also ja, irgendwie schon. Wir haben Anteile von uns, die wirken auf anderen Planeten, aber du bist hier jetzt in dieser Hauptinkarnation hier, auf diesem Planeten. Okay. Ist es erlaubt, zu Merkaba-Reisen mit dem Körper ein Tipp zu Merkaba-Reisen mit dem Körper zu geben? Auch von Laozi, Herzensgruß, liebe Fabienne. Also, Merkaba-Reisen mit dem Körper ist nicht ohne. Das ist eine Paradedisziplin, würde ich mal sagen. Das ist was, da gibt es keinen Tipp, den man geben kann oder einen Schalter, den man einschalten kann, sondern das ist ein Endergebnis von einer Entwicklung, von einer hochspirituellen Entwicklung, die dann
in das mündet, wirklich mit dem physischen Körper. Mit Anteilen kannst du jederzeit reisen, tust du so und so. Also da gibt es keinen Tipp. Einfach weiter spirituell weitergehen, entwickeln, Lichtkörper ausdehnen, natürlich in Verbindung. Wenn der 19. Aspekt bei dir schon aktiviert ist, was ja auch erst ab einer gewissen Ausdehnung möglich ist, dann natürlich die Verbindung mit der Drachen- und Einhornenergie, die es braucht für diese Reisen. Ja, Tipp, weitergehen, irgendwann wird es soweit sein. Jetzt würde ich sagen, vielleicht eine oder zwei noch, damit manchen, die sich es vielleicht nicht gewünscht haben, die Fragen auch nicht langweilig wird. Ich werde aber nach dem Lao-Tse-Channeling noch weitere beantworten. Jetzt mal die hier noch. Würdest du etwas über eure Reise in Ägypten, speziell die Energien der Königskammer der großen Pyramide erzählen? Oder ist das eine Einweihungskammer gewesen oder etwas anderes? Speziell über unsere Reise. Also ich war mittlerweile bestimmt schon 5, 6 Mal auch mit Gruppenreisen, die wir machen oder veranstalten, in der großen Pyramide. So exklusiv, einfach mit der Gruppe über eine Stunde und in allen zugänglichen Räumen. Und ja, das sind, also eigentlich die ganze Pyramide ist eine Einweihungsstätte letztendlich, immer gewesen auch. Und die kann man darin logischerweise auch. Und ist das der großen Pyramide? Ja, etwas speziell die Energie in der Königskammer. Ja, ist schon, in der Königskammer ist die Energie schon sehr, sehr gebündelt und was ich halt oder wir festgestellt haben, es hat sich enorm verändert, verstärkt in den letzten Jahren einfach. Aber ich glaube, ich habe deine Frage beantwortet. Eine wollte ich noch anschauen. Juhu, mein Farbstrahl leuchtet grün. Das freut mich, du Liebe. Wie kann ich den Farbstrahl praktisch für mich nutzen? Also der grüne Farbstrahl ist, glaube ich, der grüne ist, glaube ich, steht für Heilung. Bin mir ziemlich sicher. Einfach indem du heilerisch tätig wirst. Wie du ihn für dich nutzen kannst, der ist da. Der ist in deinem Lichtkörper oder in deiner Energiestruktur eingebettet und er verstärkt einfach die Fähigkeit des Heilens in dir so und so. Also du nutzt ihn so und so, deinen grünen Farbstrahl. Dafür ist er ja da. Okay, dann würde ich jetzt sagen, jetzt habe ich mir schon den Mund ganz trocken geredet. Ich würde vorschlagen, in das Channeling mit Lao-Tse überzugehen. Schauen wir einfach mal, was Lao-Tse so erzählt oder was sein Anliegen ist. Ich habe nicht im Speziellen nachgefragt da diesmal, weil ja, ich habe mir gedacht, lassen wir es einfach mal so kommen, genauso wie die Fragen, einfach was Lao-Tse bringen möchte und er wird für sich selbst sprechen. Dann würde ich vorschlagen, macht es euch doch bequem und ich richte mich hier ein fürs Channeling. Wie immer lasse ich ein Lied im Voraus laufen und danach kommt die Hintergrundmusik fürs Channeling. Ich wünsche euch ein wunderschönes Channeling.
Meine lieben Freunde, ich bin Laozi und ich begrüße euch so durchdrungen von freudvoller Energie, dass ich zu euch sprechen kann. Es ist mir eine große Ehre, denn ich betrachte euch mit so großer Hochachtung. Ich möchte gleich zu Beginn, gleich nachdem ich euch mit diesen verbindenden Tönen begrüßt habe, die da lauten Omar Tassat, sagen: Wenn ihr wüsstet, wie sehr ihr richtig seid und gut, sowie, und ich spreche jetzt ganz dich und somit jeden und jede ganz persönlich an, dass du so bist, wie du bist und so gut bist. Und dahinter verbirgt sich so vieles. Du hast vieles in deinem Leben erlebt. Und nicht nur in diesem Leben, in vielen Inkarnationen. Und es war jedes Mal so, dass du dir diese Inkarnationserfahrung ausgesucht hast, selbst wenn sie schwierig war, weil es dich auf eine Art und Weise geprägt hat, die notwendig war, damit du deine Aufgabe erfüllen konntest. Manches Mal erkennen die Menschen in ihrem Leben keinen Sinn. Doch ich kann dir versichern, selbst in einem scheinbar sinnlosen Leben ist ein großer Sinn enthalten. Denn kein Leben entsteht einfach so und kein Leben zieht auch einfach so vorbei. Wer möchte es bewerten, beurteilen, ob ein Leben wertvoll ist oder nicht? Ob jemand aus seinem Leben etwas gemacht hat? Denn meist wird nur die Oberfläche betrachtet. Und das, was vielleicht die Gesellschaft als wünschenswert, als sinnvoll erachtet. Doch der wahre Sinn ist etwas viel Tieferes. Ich sage euch ein Beispiel, weil dies eine Frage ist, die öfters an uns herangetragen wird. Wie kann es sein, dass ein kleines Kind vielleicht eine Krankheit trägt und stirbt? Oder vielleicht erst gar nicht das Licht der Welt erblickt? Oftmals überbringen wir euch die Botschaft, dass natürlich auch körperliche Erkrankungen zum Beispiel ihren Ursprung im Denken, im Mentalen haben. Und das ist die Wahrheit. So könnte aber das Argument lauten: Ein kleines Kind hat doch keine Gedanken. Wie kann so etwas dann geschehen? Und dazu möchte Laozi dir sagen, selbst wenn es
bei den meisten Menschen aus den Gedanken heraus entsteht, trägt es einen Sinn. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass eine Seele etwas wählt, jenseits der Gedanken, das ebenso sinnvoll ist, auch wenn schmerzhaft und vielleicht auch ganz besonders für jene Menschen, die sich für dieses Leben verantwortlich fühlen, es lieben und dennoch sind solche Ereignisse manches Mal geplant, ganz direkt, um etwas Bestimmtes in einem Feld von Energien, in einem Bewusstseinskollektiv von Menschen, vielleicht innerhalb einer Familie oder bei einem einzelnen Menschen direkt zu bewirken. Es gibt so viele verborgene Sinnhaftigkeit, auch in deinem Leben. Und vieles davon, wenn du es wüsstest, würde es seinen Sinn, seinen Zweck nicht mehr erfüllen können. So ist selbst das Nicht-Begreifen oder Nicht-Sehen können eines Sinnes manches Mal sehr sinnvoll. Doch wenn du die Königsdisziplin leben möchtest, dann wäre es, dir zu sagen, auch wenn ich nichts verstehe, ich vertraue dir noch. Und wenn du das tust, meine liebe Freundin, mein lieber Freund, wirst du spüren, was Sinnhaftigkeit bedeutet. Es ist heute ein besonderer Abend, gerade auch, weil ihr Fragen stellt. Und natürlich bin auch ich Laozi zugegen und lausche. Ich verstehe die Worte, die gesprochen werden, nicht. Doch ich erkenne ganz genau aus der Energie der Worte, worum es geht, was dahinter steht, was die Sehnsucht ist, die Frage. Und darum habe ich diese besondere Botschaft für euch vorbereitet. Und diese Botschaft lautet: Wenn du nicht so wärest, wie du bist, weil du nicht das erlebt und durchgemacht hättest, was du erlebt hast, von Kindesbeinen an bis jetzt, dann wärest du jetzt in dieser besonderen Zeit nicht in der Lage, deine wahre Aufgabe zu erfüllen. Ich blicke so oft zu euch, zu vielen und sehe auch manches Mal diesen Zweifel in euren Herzen, ob ihr gut genug seid, ob du deinen Auftrag erledigst, tust, lebst, ob du wertvoll bist, hilfreich. Ich sage dir, lass all diese Fragen beiseite
diesen Zweifel an dir selbst, so wie du jetzt bist, trägt eine energetische Signatur. Und heute wurde eine besondere Frage gestellt. Und sie passt sehr gut in diese Herleitung, um sie damit zu verbinden. Als Jesus einst auf Erden war und so viele von euch auch mit ihm, hat er jeden von euch seinen Platz gegeben und gezeigt. Ein energetisches Muster, das in der Energie der weißen Priesterschaft, du könntest es auch das planetare Muster nennen, eingebettet wurde. Und zwar aufgrund dessen, wer du bist. Denn schon damals, in der damaligen Inkarnation, hast du dir ganz bestimmte Erfahrungen ausgesucht, die sich jetzt in dieser Inkarnation noch einmal zeigen und wiederholen. Ich weiß, denn ich war selbst Mensch als Laoze und viele andere Namen trug ich auch als Mensch, dass es manches Mal schmerzt und nicht leicht ist. Doch du tust es wie immer für die Liebe. Und so hast du es auch und dich vorbereitet für Jesus getan, für den Planeten, und du tust es auch wieder in dieser Zeit. Das bedeutet aber nicht, dass du in dem stecken bleiben wirst. Natürlich wirst du dich weiterentwickeln, du wirst vieles loslassen. Und darum ist gerade diese Zeit jetzt so wichtig, das zu erkennen, dass du nicht haderst mit dir selbst, nicht zurückblickst und bedauerst oder vielleicht verurteilst dich selbst oder andere, sondern dass du in die Vergebung gehen kannst, um loszulassen und anzunehmen, dass es einen tiefen Sinn gab für all das und es dich genau dorthin gebracht hat, wo du jetzt sein sollst. Und jetzt, ihr Lieben, beginnt das Neue. Doch du wärest nicht hier, um das Neue zu betreten, wäre dort nicht all das zuvor gewesen. So gehe in Frieden mit dir. Ich habe, als ich mich vorbereitet habe für diese Botschaft, mit dem Hohen Rat gesprochen, welche Energien ich euch als Geschenk überbringen soll und welche Botschaft mit dieser Energie am besten zusammenpasst. Es geht sehr viel um Transformationen von Emotionen, das Fühlen, wie du
dich selber fühlst, wie du dich annimmst, wie du dich wahrnimmst. Und die Energie, die dafür gewählt wurde, ist die des Heiligen Grals der Liebe. Und dieser Heilige Gral ist in jedem von euch. Doch um ihn ganz besonders leuchten zu lassen, braucht es die Energie von Jesus, dem Christus. Und so bin nicht ich Laoze alleine. Ich bin umgeben von einer Schar von Lichtwesen und ganz besonders für euch, auch jetzt hier, gekommen ist Jesus, um dieses Fackellicht des Heiligen Grals der Liebe jetzt in dir so zu entzünden, so leuchten zu lassen, dass du diese Liebe, diesen Respekt und diese Hochachtung vor dir selbst fühlen kannst, dass du es annehmen kannst, wirklich fühlend begreifen, dass nichts, was war, umsonst war oder sinnlos. Und das ist die Schwelle zur Freiheit, zur Selbstliebe, zur Erkenntnis. Du bist wunderbar, so wie du bist. Lasse dir von niemand anderem etwas anderes erzählen. Es ist schlichtweg nicht wahr. Viele Menschen sehen nicht hinter die Energie, sehen nicht die Energie hinter den Kulissen des Scheins und werten und urteilen. Du kannst Laozes Worten vertrauen. Alles ist wunderbar, wie es ist. Und nun öffne dein Herz für dich. Für dich. Denn diese Botschaft, diese Energie, sie ist ganz persönlich für dich. Wir werden heute nicht mit dem kollektiven Lichtkörper oder Gemeinschaft wirken, sondern wir werden ganz individuell auf jede einzelne von euch eingehen. Und so wäre es schön, ein Lied zu spielen und ich, Laoze, werde etwas schweigen. Und du lässt dich fallen in unsere Hände, in unsere Obhut. Erlaubst dir zu fühlen und zu glauben, dass du wunderbar bist und genau richtig. Denn genauso wie du bist, wirst du gebraucht. Darauf wurdest du vorbereitet.
Wir werden jetzt alles mit deiner Erlaubnis in dir entzünden, so dass du das fühlen kannst. Ihr, meine lieben Freunde, noch einmal spreche ich Laozi, um diese Botschaft abzurunden. Sag, was macht es mit dir? Zu wissen, und vielleicht konntest du es auch tief fühlen, dass du nichts verkehrt gemacht hast, dass du nichts verpasst hast, dass du nichts, was du erlebt hast, vergeudet hast, dass alles in deinem Leben bis jetzt dich an einen bestimmten Ort bringen sollte, zu einer bestimmten Zeit, dorthin, wo du jetzt bist, wo immer du auch im Moment bist. Und doch kannst du von dort weiterziehen. Es gibt keinen Stillstand, auch wenn es sich manches Mal so anfühlt. Und was es gar nicht gibt, ist ein Rückschritt. Es gibt nur Entwicklung. Und du bist angelangt in einer Energiephase dieser Jetztzeit,
von der nicht immer sicher war, dass sie entstehen wird. Auch du wusstest es nicht in deinen vielen Inkarnationen. Doch wir können dir sagen, du hast es geschafft. Jetzt bist du hier. Sei zufrieden, sei glücklich, sei stolz auf dich. Das ist so wichtig, um die Leichtigkeit und die Freiheit fühlen zu können. Ich, Laozi, war in meinem Leben oftmals sehr verbohrt. Ich war sehr spirituell. Doch ich war auch von vielen spirituellen inneren Begrenzungen umgeben. Und doch hat es mich in die Erleuchtung geführt. Doch als ich aufgestiegen bin in das vereinigte Licht, in die große Seele Sananda, da wusste ich, was wahre Freiheit ist. Und ich wusste, es gab keinen Moment in meinem Leben, in dem ich etwas falsch gemacht hätte, wo ich doch auch so oft an mir gezweifelt habe. Diese besonderen Erfahrungen, auch aus meiner Sicht euch, dir zu überbringen, war meine Aufgabe. Denn auch du wirst aus dieser Perspektive auf dein Leben blicken, voller Freude, voller Stolz. Ich, Laozi, ich werde die Botschaft nun zu einem Abschluss bringen. Es wurde euch die Energie des Heiligen Grals der Liebe gebracht, verbunden. Was dies bedeutet und welchen Sinn es trägt, lasse es mir dir so sagen. Einen großen und tiefen Sinn. Ich bin voller Liebe für euch und voller Dankbarkeit. Und darum sage ich euch aus meinem Herzen an Anascha. Ja. Ihr Lieben, bevor ich jetzt noch ein paar Fragen beantworte, und ich glaube, ich muss ja auch das Laozi-Channeling nicht weiter kommentieren, etwas Wichtiges, ihr stellt heute Fragen an mich und ich auch stellvertretend für Adamea, wir möchten euch eine Frage stellen oder besser gesagt jeden von euch persönlich, den es vielleicht betreffen könnte. Könntest du dir vorstellen, ein Teil unseres Chelleson Elachai-Teams zu sein? Wir suchen und sind am Finden und für bestimmte Bereiche und wir haben einen Platz im Team, einen Platz in unseren Herzen auch, für allerdings bestimmte schon
Voraussetzungen braucht es, also was wir halt im Team besonders gut noch brauchen können. Und wir haben euch diesmal unterm Streaming-Player was verlinkt. Da könnt ihr auf eine Seite gehen und da ist diese, sagen wir, nennen wir es mal Stellenausschreibung, genau beschrieben, was, genau. Und schau vielleicht, wenn du dir das vorstellen könntest, ob das zu dir passt und ihr dürftet es auch weiterleiten. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich habe eine Freundin, ich habe einen Sohn, eine Tochter, einen Enkel, was weiß ich, ähm, auf die passt die Beschreibung ganz genau und dann könntet ihr das auch gerne weiterleiten. Und wenn ihr meint, dass das passt oder wer meint, dass diese Beschreibung auf ihn passt, bitte melden. Ganz einfach. Und dann schauen wir, ob wir zusammenfinden. Wäre doch schön. Gut. Also wer jetzt sagt, okay, kein Bock mehr auf Fragen, das kann ich auch verstehen. Alle wollen es nicht, manche ja, ich bin noch da. Und dann würde ich jetzt so diesen Abend heute auch abrunden. Ich glaube, Loads hat es auch so gesagt, oder er rundet jetzt die Botschaft ab. Ich runde jetzt offiziell den ersten Dienstag für heute ab und werde jetzt noch ein paar Fragen beantworten. Und wer noch dranbleiben will, bleibt gerne noch dran. Dann bin ich noch, ja, vielleicht so eine halbe Stunde, schauen wir mal ein bisschen, wie viele da sind, bin ich gern noch für euch da. Allen anderen wünsche ich jetzt einen wunderschönen Abend und wir sehen uns hoffentlich in einem Monat wieder beim nächsten ersten Dienstag. Ananascha, war mir eine Ehre. Gut, für alle Verbliebenen. Dann, was kommt denn da? Also ich habe euch ja gesagt, ich nehme wirklich jede Frage eine nach der anderen. Ich weiche keiner Frage aus. Aber da gibt es da natürlich Fragen, die kann ich so nicht einfach beantworten. Und die lautet jetzt, wie können Gegenstände, zum Beispiel Steine, energetisch gereinigt und neu energetisch geladen werden? Also ich mache das ja auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht so einfach. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, hoffe ich, nicht zu sehr blöd. Aber ich habe das auch das erste Mal wirklich erst dann was rausgegeben, nach ja, insgesamt eigentlich jahrelangen Übungen energetisch und auch die Energiestruktur anzuschauen, wann ist wirklich jede Energie herausgezogen, wann ist die meist kristalline Struktur, aber es geht auch bei anderen Stoffen, das ist dann ein bisschen schwieriger vielleicht, aber wann ist die bereit und aufnahmebereit und welche Energien lassen sich am besten wie einprogrammieren. Und das ist wirklich was, wie soll ich sagen, das ist wie wenn du mich jetzt fragen würdest, wie, wie kann man wie kann man ein Auto auseinanderbauen und wieder zusammenbauen? Dann würde ich sagen, ich würde erstmal eine Automechaniker-Lehre machen. Das ist nicht so einfach. Da muss man schon, und da muss man auch mit ganzem Herzen dabei sein und muss, damit es wirklich funktioniert und dass es dauerhaft funktioniert. Aber Gegenstände einfach so aufladen und dass sich die Energie eine Zeit lang drin hält auch und so, verflüchtigt sich dann meistens wieder. Das ist relativ einfach. Vielleicht sollte ich mal einen Kurs anbieten, wie man das macht. Ein 3-Jahreskurs. Spaß beiseite. Aber man muss halt dann wirklich wissen, wie man es macht. Kann ich hier nicht erklären, tut mir total leid, aber
wo stehen wir aktuell in der energetischen Entwicklung hin zur Öffnung mit Quintas? Ja, wo stehen wir? Das ist, die Frage interessiert uns alle. Mittendrin. Das hört sich so blöd an, gell? So lapidar dahingesagt aber schaut euch doch die Zeichen der Zeit an. Dann wisst ihr oder seht doch, dass das nicht mehr lange geht, bis es seinen Höhepunkt erreicht. Und wenn der Höhepunkt erreicht ist, dann und wenn Lady Cheyenne es entscheidet, dann ist dieser Moment. Dann Zeitangaben gibt es leider keine. Wie finde ich heraus, von welchem Farbstrahl ich komme? Was man sehen möchte, genau. Also Farbstrahl, grundsätzlich wirst du mal, der Grundstrahl in dir wird goldenblau sein. Das ist deine Ursprungsfrequenz, stimmt hier nicht. Das ist deine Lichtfamilie, der Strahl, der übergeordnete Strahl, würde ich jetzt mal sagen, auf dem du geboren bist. Und ja, das kann ich so nicht beantworten, es tut mir echt leid. Könnte man in einem Channeling fragen. Okay, habe zurzeit keinen Empfang, steht im Moment kein Livestream. Hoffe ich, dass das ein Einzelfall ist. Wenn ich weiß, wer meine kosmischen Eltern sind, wie besonders ist denn diese Beziehung und wie kann ich diese Beziehung intensivieren? Was tun meine kosmischen Eltern für mich? Also, du kannst dir das wirklich so vorstellen, also ich weiß jetzt ja nicht, ob du deine kosmischen Eltern bereits kennst und deinen Ursprungsnamen, den sie dir gegeben haben, deinen Ton bei der Prägung, bei der Erschaffung. Aber stell dir vor, du hast auf Erden die besten Eltern der Welt, die alles für dich tun, was dir dienlich und förderlich ist. Das tun deine kosmischen Eltern für dich im energetisch-spirituellen Bereich. Sie können alles für dich tun. Und je näher bist du verbunden, umso mehr du dich auf sie ausrichtest. Und Namen sind da sehr hilfreich, weil man die Schwingung direkt anrufen kann. Und je intensiver du diese Beziehung pflegst, umso mehr können sie für dich tun. Und das ist wirklich viel. Das lese ich jetzt nicht vor, das ist einfach ein Lob. Lieber Namahim, weißt du, inwiefern Geld bzw. finanzielle Mittel in Quintas eine Rolle spielen werden? Oder wird so etwas durch die Auflösung der Dualitätsenergie gar nicht mehr relevant sein? Auch schwierig zu beantworten. Aber es wird immer die Gesetzmäßigkeit des Ausgleichs geben. Und Geld ist nur ein Mittel, um auszugleichen. Also du könntest ja jetzt sagen, Namahim, ich komme gern zu dir zu einem persönlichen Channeling, ich gebe dir dafür eine halbe Sau. Und ich sage, ich esse aber gar kein Schweinefleisch. In der Regel, ich mag gar kein Schweinebraten. Hast nicht irgendwas anderes? Gib mir doch was Neutrales. Und eigentlich ist Geld neutral. Wenn man kein Ding draus macht, wenn man da nicht sich zu viele Gedanken macht, das ist Energie. Und diesen Ausgleich der Energien wird es auch in Quintas geben. Das ist unser planetares unsere höchste planetare Gesetzmäßigkeit, die des Ausgleichs der Energien. Also, ja.
Jesus Channing sagt, Dankeschön, vielen Dank. Was bedeutet es, dass Laozi in die große Seele Sananda aufgegangen ist? Ja, das finde ich eine sehr schöne Frage auch. Vielleicht ist das dann eine von den letzten, schauen wir mal kurz. Aufgestiegene Meister, die zur Erleuchtung gelangt sind, sind in aller Regel immer in diese Christus-Energie, also in die große Seele Sananda aufgestiegen. Laozi ist mal umgezogen. Das habe ich doch jetzt erst mal irgendwo geschrieben. Habe ich das in einem Newsletter geschrieben oder so? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Aus der großen Seele Sananda heraus in die Ashta-Energie. Also er befindet sich praktisch mit seiner Hauptenergie in der Ashta-Energie, auf dem Ashta-Schiff, könnte man sagen, weil er da spezielle Aufgaben übernommen hat. Und er hat mal gesagt, dass das keine leichte, einfache Reise war. Tatsächlich sein Licht aus der Frequenz oder aus dem Schwingungsband, wo er zu Hause war, könnte man sagen, eingebettet war, zu wechseln. Also es war keine weite Reise im Sinne von Entfernung, aber eine dennoch sehr aufwendige Umzugsaktion, mit meinen Worten jetzt so lustig gesagt. Ich habe eine Frage in Bezug zu Elise Miller. Eine Klientin berichtete, dass sie dank Elise Miller das Gefühl hat, beschützt zu sein. Kannst du, dein lichtes Wesen, etwas darüber erzählen? Also bei Elise Miller kann ich dir sehr gut antworten. Ja, natürlich. Also die Elise-Energie ist, also eins der stärksten Attribute ist die Geborgenheit, die Elise Miller in sich trägt. Und wenn man sich geborgen fühlt, fühlt man sich auch beschützt und aufgehoben und in sich ruhend. Aha, danke fürs Channeling. Dank zurück, freut mich. Zu Naturvölkern. Eine meiner Aufgaben ist es, den Naturgeistern beim Übertritt zu helfen. Wie baue ich Kontakt zu ihnen auf? Also gibt viele Möglichkeiten, vor allem in der Natur. Geh in die Natur, öffne dein Herz und sprich mit ihnen. Das ist jetzt mal das allererste und einfachste, du kannst dir sicher sein, sie nehmen dich wahr und hören dich. Und je mehr Hingabe und Vertrauen du das tust, umso mehr werden sie dir auch Zeichen senden oder sich dir zeigen. So, eine nehme ich noch, lieber Namahim, 2 Fragen. Wieso heißt unseres Universum das erste zentrale und gleichzeitig jüngste Universum? Für mich ist das ein Widerspruch, das erste und das jüngste. Ja, es wurde mal davon gesprochen, dass Kontinente sich verschieben und neue Länder ergeben. Wo wird dann der Samatha-Tempel entstehen? Oh, liebe Fabienne. Also das sind alles, tut mir leid, das allererste, das muss ich sagen, das ist schon ein bisschen eine Verstandesfrage. Es widerspricht sich in Wirklichkeit überhaupt nichts. Widersprüche entstehen immer nur, weil der Verstand irgendwas begreifen möchte, was er nicht begreifen kann. Und es ist halt einfach eine Benennung, vielleicht weil es eine so zentrale Bedeutung hat, dieses erste zentrale Universum in diesem ganzen Entwicklungsprozess. Ich weiß es nicht. Die geistige Welt hat es so benannt. Und Kontinente verschieben sich laufend. Und das war ja auch die Frage, und wo der Tempel Samatha entsteht, zuerst mal in deinem Herzen, in dir, in deinem Energiefeld und natürlich auch in der neuen Welt Quintas an verschiedenen Plätzen, also die diese Energie des Tempels Samatha tragen werden. Und eine ganz besondere Bedeutung hat schon Israel.
Gut, ich würde sagen, ihr Lieben, damit lassen wir es, weil ich sehe, es sind noch total viele Fragen und ich kann nicht alle beantworten. Ähm, und so kann ich genauso gut an dem Punkt aufhören wie an einem anderen. Ich, ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und konnte ein paar Fragen beantworten oder euch vielleicht auch zeigen, dass ich auch nicht alles weiß oder wir auch nicht alles wissen. Aber ganz ehrlich, viele Dinge interessieren mich auch gar nicht. Ich mache einfach das Beste, was ich tun kann. Und das ist immer meine Frage. Was kann ich tun? Ähm, was kann ich gut? Das tue ich. Und was ich nicht so gut kann, da lege ich nicht so viel Fokus drauf. Da mache ich mir auch keinen Vorwurf, dass ich das nicht so gut kann, sondern ich gebe einfach das, was ich habe. Und ähm, darum kreisen meine Gedanken zum Beispiel meistens am Tag. Und ja, da geht es mir eigentlich recht gut damit. Vielleicht versucht ihr es auch mal. Die meisten von euch tun das, glaube ich, eh. Dann würde ich mich erheben mit Erlaubnis des Kameramanns. Ganz langsam. Kann ich. Kann ich zu meiner wahren Größe. Knackt's gleich. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein wunderschönes Monat. Danke, dass ihr da wart. Ich kann das spüren. Ihr seid da und habe euch wirklich sehr, sehr gern und lieb. Und wir sehen uns vielleicht, ja, viele von euch kommen im Juli. Veranstalten wir ja hier den ersten Dienstag vor Ort. Ist leider total ausgebucht. Wir sind überfüllt von den Räumen her. Es wird ja so 2 Stunden Event sein, das werden wir schon aushalten, so einen vollgepfropften Raum. Das wird intensiv, aber sicher schön. Da zeigen wir euch dann auch nachher mal Bilder. Also werden wir sicher einige von euch hier antreffen. Ähm, freuen wir uns schon sehr drauf. Und dann macht es gut. Und Ananascha. Bis zum nächsten Mal.